Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von 9FF. Heute mal Thema Beratung. Haben wir ja schon einige gemacht. Kaufberatung 997 Turbo mit Schwachstellen und Stärken und Reifen, Vorschläge und solche Sachen haben wir ja schon alles gemacht. Heute ein Thema, wir werden ganz oft in E-Mails und in Telefonaten gefragt von Kunden, die planen, irgendwie was Schönes für sich zu bauen. Was ist denn das beste Basisauto, was ich nehme? Und diese Frage ist nicht so ganz generell zu beantworten, denn das ist stark davon abhängig, was will ich überhaupt machen mit dem Auto. Und bei uns teilt sich das Ganze eigentlich in so 3 größere Bereiche. Und auf die wollen wir alle eingehen. Erster Bereich ist eben das ganz klassische Straßentuning. Der Kunde benutzt sein Auto mehr oder weniger zum Teil auch täglich, bis vielleicht nur am Wochenende. Fährt damit auf normalen öffentlichen Straßen, fährt viel auf der Autobahn, fährt auch mit seiner Frau zum Eiskaffee oder zum Kaffee trinken, nutzt das Auto quasi wie jedes andere Auto auch. Das ist für uns der ganze Bereich Straßenauto. Dann haben wir den nächsten Bereich, in dem wir ja viel vertreten sind, das ist das ganze Thema Beschleunigungsrennen. Also Viertelmeile, halbe Meile, ganze Meile, 1000 Meter, alles was es da so gibt, ob stehend oder rollend. Also das ganze Thema wirklich einfach nur geradeaus, so schnell es geht, in kürzester Zeit mit maximaler Endgeschwindigkeit. Also andersrum auch ganz viel Leistung. Und letzter Bereich, machen wir leider nicht so oft, würden wir gerne öfter machen, aber haben wir nicht so viele Kunden, die fragen, ist Bereich Clubsport, Rennsport. Also für uns die Leute, die am Wochenende mit ihrem Auto maximal auf der Straße zum Nürburgring fahren, dann da irgendwelche Trackdays machen, Touristenfahrten machen, auf dem Hockenheimring sind, auf dem Salzburgring und so weiter, die ihr Auto also hauptsächlich auf der Rennstrecke nutzen, noch mit Straßenzulassung, oder auch die absolut komplett nur Rennsport ohne Zulassung, das Auto nur trailern, also nur auf dem Anhänger irgendwo hinfahren, um dann das vor Ort auf der Rennstrecke zu nutzen. Ich fange mal an mit unserem ersten Bereich, Straßenauto. Da kann man eigentlich sagen, Kaufberatung ganz schwer, weil jedes Auto, jede Baureihe des Elvers hat da ihre Besonderheiten und Vorzüge und Nachteile. Da ist es eigentlich hauptsächlich Geschmackssache. Gefällt mir das Auto? Passt bei mir ins Budget? Nicht jeder traut sich dann gleich einen 992 Turbo S zu in brandneu mit 1200 PS Umbau. Auch ein 996 Turbo ist ein wunderbares Auto. Ich schließe das Auto, mit dem wir angefangen haben, unsere Firma aufzubauen 2001. Haben wir also sehr viel Erfahrung mit. Ist ein super Auto, auch wenn es vielleicht nicht jedem gefällt, mit den speziellen Frontscheinwerfern. Technik und alles absoluter Hammer, lässt sich super gut umbauen, haben wir letztens schon mal in einem Video kurz drüber gesprochen. Super Auto, genauso wie ein 997 Turbo. Für mich so 996, 997, die beiden letzten, mit Metzger-Motor wissen wir alle, aber auch die letzten wirklich puristischen Porsche 911er. Nicht ganz so komfortabel, dafür unglaublich pure im Fahrgefühl, viele Emotionen. Ein 991 und ein 992 sind da deutlich komfortablere Autos, viel einfacher im Umgang, stecken viel Leistung viel einfacher weg, sind leicht fahrbar, dadurch auch für eine viel größere Kundschaft leicht fahrbar, was für uns gut ist fürs Geschäft, aber auch für den Kunden, der dann eben am Lenkrad nicht überfordert ist, sondern trotzdem 1000 PS entspannt fahren kann und daran viel Spaß hat. Also letztendlich Bereich Straße, wirklich komplett eigener Geschmack. Wir beraten gerne, wir beraten auch gerne passend zum Geldbeutel oder zu den anderen Ansprüchen, die man daran hat, aber da kann man sich eher echt schwerlich nur festlegen. Von meiner Seite aus. Nächster Bereich, Beschleunigung, Beschleunigungsrennen, Viertelmeile, halbe Meile, ganze Meile etc. Da kommt es ja hauptsächlich auf Leistung an und auf Standfestigkeit. Das heißt, man will mit einem möglichst geringen Gewicht, mit möglichst viel Leistung, unglaublich schnell die Strecke hinter sich bringen, am besten auch noch eine gute Topspeed erreichen, weil bei unterschiedlichen Events kommt es mal auf Topspeed drauf an, mal kommt es auf Zeit drauf an, je nachdem, wo man gerade teilnimmt. Es wird mal rollend gestartet, es wird mal stehend gestartet. Und wenn wir sagen, man braucht ganz viel Leistung, kommt eigentlich für Top of the Range nur 997 Turbo in Frage. 997 Turbo mit dem sensationellen Motor, dem Metzger-Motor, dem stabilsten Motor, den Porsche je gebaut hat.
Da können wir so viel Leistung draus machen, dass wir damit Europameister sind auf die halbe Meile. Nur ganz knapp hinterm Weltrekord für Porsche hinterherfahren. Das ist einfach das Auto dafür überhaupt. Der ist noch leicht, der hat noch relativ wenig Zubehör drin, was man nicht einfach stilllegen kann. Er ist allerdings dann auch, wenn er dann mal fertig ist, als richtiges Rennauto teuer, weil man muss viel umbauen, Motorumbau, viel Hubraum, große Lader, Ladeluftkühlung. Genauso ganz anderes Getriebe, wenn man es wirklich drauf anlegt. Ein Dogbox-Getriebe mit sequenzieller Pedal-Shift-Schaltung am allerbesten. Dann wird es auch richtig schnell. Also quasi sowas, wie Jannis lange mit dem Salvatore gefahren ist. Und damit fährt man dann eben auch nach 800 Metern 350, 360, 380, je nachdem, wie gut das Auto aufgebaut ist. Und da fährt man eine Saison, da fährt man noch eine Saison und dann macht man vielleicht mal das Getriebe und dann fährt man wieder eine Saison und dann irgendwann denkt man mal an eine Motorüberholung, aber vorher, das fährt einfach, weil der Motor eben von der Basis her so gut ist. Es macht auch viel Spaß, mit einem 991 oder einem 992 das Ganze zu machen. Die Autos lassen sich aber von der Leistung her nicht ganz so weit umbauen, weil der Motor an sich eben ein paar konstruktive Eigenschaften hat, die nicht ganz so gut sind wie bei den 906, 997 Turbomotoren. Naja, und deshalb sind sie eben nicht so standfest und man kriegt nicht so viel Leistung hin. Außerdem sind sie auch deutlich schwerer. Und es ist schwierig, einige Systeme auszubauen, weil alles über diese elektronische CAN-Bus-Vernetzung miteinander kommuniziert und früher, ob die kommuniziert haben oder nicht, 3 Systeme rausgenommen, fertig, Auto läuft trotzdem noch. Wird heute immer schwieriger. Also wenn man da anfängt, Systeme auszubauen, dann braucht man schon Emulatoren und alles mögliche andere, sonst dreht sich da irgendwann nichts mehr, da geht kein Gang mehr rein, das Auto rollt nicht mehr, die Handbremse lässt sich nicht mehr lösen und so weiter. Also schon schwieriger. Wo die gut sind, die Autos, sind auf ganz kurze Distanzen. Weil durch das Doppelkupplungsgetriebe und die tolle Launch Control, die da schon original drin sind die natürlich aus dem Stand unglaublich schnell. Das kriegt man mit so einem 996, 997 Turbo nicht ganz so schnell hin. Sobald das Auto aber einmal rollt, ist man mit einem guten 997 immer noch deutlich schneller. Ist leichter, Traktion ist die gleiche und der Motor hat einfach mehr Dampf. Also zum Spaß haben, als kleiner Einstieg 997 Turbo Tiptronic, astrein für solche Veranstaltungen, weil geht nichts kaputt. Durch die Tiptronic gibt es keine Verschaltfehler. Man fährt 10 Läufe und hat jedes Mal auf 1, 2, 3 Zehntelsekunden die gleiche Zeit. Das Auto nimmt einem eigentlich alles ab und man hat trotzdem noch mit dem etwas älteren Fahrzeug viel Fahrspaß. Ich glaube, es ist eine Alternative für Beschleunigungsrennen, so bis 1200 PS. Würde ich mal sagen, wäre meine Empfehlung dafür. Und zwar Distanzen 400 Meter, 800 Meter. Darüber hinaus Handschalter, muss man aber schon richtig ambitionierter Fahrer sein, um da mit ordentlich Leistung mit dem Schalten und der Genauigkeit und Präzision hinterherzukommen, als dass man dann schneller ist als mit der Tiptronic, wenn es gut gemacht ist. Ja, dann haben wir den letzten Bereich, Clubsport. Die Jungs, die viel auf der Rennstrecke fahren, wieder eine ganz spezielle Anforderung. Leistung nicht ganz so entscheidend. Dafür aber Fahrwerk, Bremse, Handling, Aerodynamik, also ganz andere Richtung. Und da muss man ehrlicherweise sagen, also sind ja wenige von uns so perfekte Fahrer wie vielleicht ein Klaus Ludwig oder ein Uwe Alzen, die mit so einem Turbinchen oder anderen Extremautos auf einer Nautschleife mit 700, 800 PS immer noch voll am Limit fahren können. Traue ich mir nicht zu, traue ich auch nicht 1% meiner Kunden zu. Von daher würde ich sagen, ein guter Turbo, gutes Ansprechverhalten des Motors, vielleicht 600 PS, 700 PS. Man muss ja nicht immer alles ganz ausnutzen. Aber mit einem mega Fahrwerk und Reifen, einer Zelle und Leichtbau ist man damit endschnell unterwegs. Wir haben schon Turbos gebaut mit GT3 Vorderachse und trotzdem Allradantrieb, damit sich das Auto auch richtig einlenkt. Wir können da mit der Aerodynamik alles machen. Ist auch für mich vom Fahrspaß her der 997 das beste Auto. Schnellere Auto vielleicht, aber auch mit weniger Leistung ist natürlich ein 991 GT3 RS zum Beispiel oder ein 992 GT3 RS. Die haben natürlich schon noch mehr Abtrieb. Das Fahrwerk ist auch von der Geometrie, Kinetik, Kinematik deutlich besser. Aber worauf kommt es einem dann hinterher an, wenn man Clubsport fährt? Clubsport geht es ja im Prinzip um nichts. Man fährt eine Touristikfahrt oder man fährt irgendeinen Trackday. Es kommt ja nicht darauf an, dass man irgendwie schneller ist als der gerade neben einem ist, sondern ich würde denken, dass es einem darauf ankommt, auf den eigenen Spaß und auf das eigene Fahrgefühl.
Das heißt, kann ich das Auto am Limit bewegen, fühle ich mich selber schnell, habe ich dann, beeindruckt mich das Ganze, das Wochenende, oder sitze ich da drin und das Auto ist so perfekt, dass das alles macht und es wird schon fast langweilig, auch wenn ich das Ding am Limit bewege. Ich bin da eher Fan von der ersten Variante. Muss ich eine Anekdote anbringen? Mein bester Kumpel, früher erst Testfahrer bei Conti, danach Entwickler bei Conti Reifen, sagte immer, am meisten Spaß macht ein richtig starkes Auto auf Winterreifen, da kannst du überall quer fahren, das Limit ist schön breit und da hast du richtig Spaß mit. Und da ist er gar nicht so ganz verkehrt mit. Also, wenn ein Auto zu perfekt ist, wird es schnell langweilig und das gilt auf der Rennstrecke wie auf der Straße auch. Deshalb denke ich, ein 997 mit ein bisschen Bums, gutes Fahrwerk, gut vermessen, schön steif mit dem Käfig drin, toller Sitz, Lenkrad und so weiter, Achsteile geändert. Wäre auch da schon eigentlich wieder mein Favorit. Man könnte das Ganze auch gleich auf dem GT3 aufbauen und mit dem Syvex Motorsteuergerät mit einer Traktionskontrolle verknüpfen. Dann hat man das ganze GT3-Fahrwerk, vielleicht noch mit einer anderen Abstimmung und dann trotzdem mit 700, 800 PS. Haben wir auch einen Kunden, der fährt normalerweise Langstreckenpokal, 24-Stunden-Rennen, der hat so ein Auto. Der hat damit schon Porsche-Testfahrer bei Trackdays fahren lassen, die waren alle schwer beeindruckt und soweit ich weiß, hält er immer noch den VMAX-Rekord auf der Döttinger Höhe mit fast 370, ganz normal gemessen am Trackday. So, also ist man in jedem Fall immer mit auf der sicheren Seite. Ja, von meiner Seite aus, ich weiß nicht, ob es euch wirklich weiterhilft. Letztendlich ist es natürlich immer der eigene Geschmack, auch nicht jedem sagt der 997 zu, aber wäre eben meine Empfehlung für die unterschiedlichen Bereiche, die unterschiedlichen Fahrzeuge. Und ich hoffe, das Ganze hat euch ein bisschen geholfen und vor allen Dingen hat euch auch gefallen. Und von daher denke ich, wieder einschalten, Likes geben und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, macht's gut.